Hallo zusammen! Der eine oder andere hat sich ja gewünscht, dass ich mir die Huawei Watch Ultimate 2 etwas genauer anschaue. Das habe ich jetzt gemacht und ich möchte sie euch im Rahmen eines Kurztests hier vorstellen. Die Huawei Watch Ultimate 2 erscheint dabei in zwei verschiedenen Farben, einmal in Schwarz und Blau. Es gibt dann auch nur eine Größe mit 47,8 mm und die Uhr hat eine Dicke von 12,9 mm. Die Gehäusefront ist dann hier aus amorpher Legierung auf Zirconiumbasis, beziehungsweise die Gehäuserückseite ist dann aus nanokristallinen Keramik. Also insgesamt ist die Uhr dann auch sehr robust und das Gewicht ohne Armband beträgt bei der Uhr 80,5 Gramm. Das heißt also, sie ist jetzt auch nicht gerade leicht. Kompatibel ist die Uhr einmal unter Android, aber auch unter Apple könnt ihr diese nutzen oder natürlich mit einem Huawei-Handy ist das hier auch möglich. Im Bereich des Displays bekommt ihr ein 1,5 Zoll großes LTPO 2.0 Touch-Display mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixel und das Display selbst kann dann auch bis 3005 Nits maximal hell werden. Das heißt also, sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich ist es wirklich sehr gut ablesbar. Geschützt wird das Display dann hier mit einem Saphirglas, das heißt also insgesamt auch hier alles sehr robust und du bekommst nicht direkt hier einen Kratzer auf das Display. Die Steuerung der Huawei Watch Ultimate 2 erfolgt hauptsächlich hier über das Touch-Display, aber es gibt dann auch einmal zwei Kronen rechts, die auch gleichzeitig Tasten sind, also ihr könnt auch draufdrücken und es gibt auch links oben eine weitere Krone, mit der ihr die Uhr dann hier auch steuern könnt. Es besteht dann auch die Möglichkeit, dass ihr die Krone dann hier mit Kurzbefehlen belegen könnt. Das könnt ihr hier dann in den Einstellungen vornehmen. Da gibt es dann hier vorgefertigte Möglichkeiten, die du dann hier auswählen kannst. Im Bereich der Konnektivität bekommt ihr einmal einen Bluetooth-Sensor verbaut. Dabei könnt ihr zum Beispiel Kopfhörer verbinden oder euer Handy. Was ich leider nicht in Einstellungen gefunden habe, ist die Möglichkeit, auch einen Brustgurt zu verbinden oder ein Leistungsmesser beim Radfahren. Ebenfalls unterstützt die Huawei Watch Ultimate 2 dann auch ein Barometer mit einer Unwetterwarnung. Ihr bekommt auch einen Temperatursensor, als natürlich auch ein Kompass ist mit an Bord. Im Bereich der smarten Funktion habt ihr auch die Möglichkeit, mit dem NFC-Chip zu bezahlen. Hier wird zum Beispiel die App Quicke Wallet angeboten. Du hast nun jetzt auch die Möglichkeit, sogar auf dem iPhone, nämlich die App Gallery für die Uhr zu nutzen. Dies ist aber auf der Uhr direkt installiert, das heißt also, hier kannst du eine Erweiterung aussuchen und auf deine Huawei Watch Ultimate 2 installieren. Es ist dann auch möglich, wenn du zum Beispiel das iPhone nutzt, dann hier Telefonanrufe auf die Uhr entgegenzunehmen und diese dann über die Uhr zu tätigen. Und es gibt natürlich auch die Option, dass dir smarte Meldung auf die Uhr angezeigt wird, wenn diese hier auf dem Handy erscheinen. Anders als andere Huawei-Uhren bietet dir die Ultimate 2 auch die Möglichkeit, hier eine eSIM zu hinterlegen. Das heißt also, du kannst dein Handy auch zu Hause lassen. Dann kommen die Telefonanrufe ebenfalls direkt auf deine Uhr, bzw. die Benachrichtigungen werden auch angezeigt. Das ist aber noch nicht alles, was die eSIM unterstützt. Die Huawei Watch Ultimate 2 hat ja auch eine Sturzerkennung und diese funktioniert ebenfalls hier, wenn du nur mit der eSIM unterwegs bist. Hallo, grüß dich. Hallo. Kannst du mich soweit gut verstehen? Ja, ich kann dich gut verstehen. Sehr gut. Du bist ein bisschen leise. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich dich ein bisschen lauter machen kann. Moment. Sekunde. Ja, für mich bist du auch ein bisschen leise tatsächlich. Echt? Ah, ne, ich kann hier nur stumm stellen, aber Lautstärke. Ah, hier ist Lautstärke. So, mache ich dir mal kurz lauter. So, sag doch mal was. Test, Test. Wie laut bin ich jetzt? Ja, bist fast ein bisschen übersteuert. Und bei mir ist es so, ich habe jetzt ja auch noch Hintergrundgeräusche von spielenden Kindern. Kannst du die auch hören? Nee, die Hintergrundgeräusche höre ich nicht. Alles klar. Und du hast gesagt, ich bin ein bisschen leise, ja? Ja, ein bisschen leise ist es tatsächlich. Ja, aber ich denke, zum Telefonieren langt es trotzdem, oder? Ja, man kann es verstehen, aber man muss sich halt ein bisschen anstrengen, einfach um es zu hören. Alles klar. Ja, so ein bisschen anstrengend ist auch nicht falsch, oder? Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Und möchtest du deine Uhr auch als Fernauslöser hier für dein Handy nutzen, dann wird es auch hier auf dem iPhone unterstützt. Da ist nämlich die Möglichkeit, die Kamera zu steuern, sei es hier für Video oder auch für Foto. Für Android wird das leider an dieser Stelle hier nicht unterstützt. Eine Besonderheit der Huawei Watch Ultimate 2 ist dann auch die Tauchfunktion bzw. die erweiterte Tauchfunktion. Die Uhr selbst unterstützt eine Tauchtiefe bis 150 Meter und sie hat natürlich auch einen Tiefensensor mit an Bord, um die Daten hier anzuzeigen. Und wenn wir dann einen Blick auf die Tauchfunktion werfen, können wir auch sehen, dass die Huawei Watch Ultimate 2 hier die Funktion als eigene Funktion hat. Wir sehen jetzt hier links das Tauchsymbol. Und in diesem Fall kann ich euch jetzt aber nur zeigen, was die Tauchfunktionen der Uhr sind. Ich selbst bin jetzt kein Taucher, daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich vielleicht hier und da das nicht genau erklären kann. Aber ich möchte euch einfach zeigen, was euch die Uhr hier alles zu bieten hat. Zu einem gibt es natürlich hier das Freizeittauchen, Freitauchen und das technische Tauchen.
Es gibt dann auch die Möglichkeit, mit Messgeräten zu tauchen. Und wir haben auch ganz oben gerade gesehen, es gibt auch einen Rechner. Das heißt also, wie lange du dann Pause machen musst, bis du dann wieder fliegen darfst, ist ebenfalls hier mit dabei. Das ist aber noch nicht alles. Du hast auch die Möglichkeit, diverse Berechnungen auf deiner Huawei Watch Ultimate 2 durchzuführen. Und dafür gibt es hier die Rubrik Tauchwerkzeuge. Da gibt es einmal einen sogenannten NDL-Rechner. Und hier gibt es dann die Option, hier mit verschiedenen Parametern das Ganze zu berechnen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Taucher. Ich will es euch jetzt einfach mal zeigen. Wir nehmen jetzt einfach mal den E31-Wert, gehen jetzt hier auf Weiter, sagen jetzt einfach mal, sind 1,5 Stunden unterwegs, drücken auf OK und dann bekommt ihr auch alle Werte angezeigt, die dann hier für euch in diesem Fall relevant sind. Und das habt ihr dann hier mit in der Übersicht. Es gibt dann auch einen Dekompressionsrechner. Das heißt also, da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, diverse Werte einzustellen, um das zu berechnen, wie das dann für euch eine Auswirkung hat. Wir sehen jetzt auch hier zum Beispiel PO2-Limit, GF-Wert als den Nitrox-Wert. Und es gibt dann auch noch die Tiefe des letzten Stopps. Das habt ihr auch mit hier dabei. Auch hier gibt es 3 Meter, 6 Meter, habt ihr dann als Einstellungsmöglichkeit. Und wenn wir jetzt einfach weitergehen, sagen wir sind jetzt zum Beispiel hier 2 Stunden am Tauchen, dann bekommt ihr jetzt auch mit der Tauchtiefe dann gleich angezeigt, wie die Werte für euch sind. Sagen wir einfach mal kurz alles weiter und dann habt ihr auch hier den Überblick bzw. alle Werte, die dann für euch an dieser Stelle relevant sind. Ihr bekommt unten auch nochmal eine kleine Übersicht, was die Schätzparameter sind und dann seht ihr das da oben dann hier nochmal mit dabei. Es besteht dann auch die Möglichkeit, mit der Huawei Watch Ultimate 2 dann auch Apnoe-Training durchzuführen bzw. Apnoe-Tests. Das heißt also, wenn du ohne Flasche unterwegs bist. Und eine Besonderheit der Huawei Watch Ultimate 2 ist dann auch die Möglichkeit, hier Nachrichten zu verschicken. Besser gesagt, das funktioniert ja alles über Sonar. Und dabei hat jeder, der die Huawei Watch Ultimate 2 nutzt, ein eigenes Profil bzw. eine eigene ID, die er dann verteilen kann. Und so habt ihr dann die Option, wenn wir dann zum Beispiel hier auf schnelle Nachrichten gehen, diese dann hier zu übermitteln. Wir sehen auch hier, was unterstützt wird. Freizeittauchen, Freitauchen, Messgeräte, als auch dann klassisches Tauchen. Das habt ihr alles mit dabei. Und ich hatte ja gerade gesagt, es gibt dann auch die Möglichkeit, über Sonar das Ganze zu machen. Wir sehen hier, gibt es auch den sogenannten Überwassertest. Da können wir uns das mal anhören, wie sich das generell anhört. Nehmen wir einfach mal kurz eine Nachricht. Dann sehen wir hier, vorgefertigte Nachrichten sind auch da. Ich brauche zum Beispiel Hilfe. Dann senden wir das jetzt. Und jetzt habt ihr es gerade gehört. Das wird dann hier übergeben. Oder geht es dir gut? Das sind dann hier die Möglichkeiten, die ihr dann hier nutzen könnt. Und dabei ist die Übertragungsrate der normalen Nachricht dann 30 Meter. Der eine oder andere hat vielleicht schon gesehen, es gibt dann auch eine sogenannte Unterwasser-SOS-Funktion. Und diese geht dann bis zu 60 Metern. Das funktioniert aber nur, wenn ihr zum Beispiel in einer Dreiergruppe unterwegs seid. Alle drei haben die gleiche Uhr, also die Huawei Watch Ultimate 2. Und sollte der Taucher 1 von Taucher 3 60 Meter weg sein und in der Mitte ist noch ein weiterer Taucher, dann wird die Nachricht quasi über den zweiten Taucher an den dritten Taucher ebenfalls mit weitergegeben. Und so hast du auch die Möglichkeit, hier SOS-Signale abzugeben. Und dabei müsst ihr jetzt aber nicht einfach in die Benachrichtigungs-App hineingehen. Das ist dann in der Aktivität selbst. Das schauen wir uns dann gleich nochmal genauer an. Zu guter Letzt auch noch ganz interessant, ihr könnt in der Einstellung auch einstellen, wann hier das automatische Tauchen aktiviert wird. In diesem Fall ist jetzt zum Beispiel 1,2 Meter, wird dann hier der Tauchmodus aktiviert. Und du kannst auch sagen, welcher Standardmodus soll dann genutzt werden. Da kannst du dann zwischen den verschiedenen Möglichkeiten auswählen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal eine Tauchaktivität etwas näher an. Gehen jetzt einfach mal auf technische Tauchen. Und wenn ihr da auf die 2 Punkte geht, könnt ihr nämlich hier auch fürs technische Tauchen die Werte einstellen. Der Nitrox-Wert kann hier verwendet werden bzw. umgestellt werden. Das ist natürlich möglich, als natürlich dann auch die Wasserart, heißt also Süßwasser oder Meerwasser, beziehungsweise wenn du weitere Daten hast, kannst du natürlich auch hier die Daten eingeben, als natürlich auch der GF-Wert und der PO2-Limit ist ebenfalls hier möglich mit einzustellen, der natürlich auch essentiell ist für die Berechnung. Und es gibt dann auch die Option hier die Erinnerung zu aktivieren, falls du es möchtest. Da kannst du auch sagen, ich möchte es aushaben und eingeschaltet. Als natürlich dann auch die Warnhinweise, das ist auch möglich, zum Beispiel eine gewisse Tiefe, das kannst du auch auswählen, kommt zum Beispiel bis 67 Meter ein Warnhinweis angezeigt oder bei der Tauchdauer, das ist auch möglich, diese hier einzustellen und dann bekommst du auch ebenfalls einen Hinweis, falls die Zeit dann überschritten wird. Und wenn wir jetzt einfach mal eine Aktivität dann nochmal genauer reingehen, bekommt dann nochmal ein paar Sicherheitstipps angezeigt, jetzt gehen wir einfach mal auf OK, gehen jetzt einfach mal auf Meerwasser. Dann sehen wir einmal hier eine Warnung, dass wir noch 8 Stunden für den Akku zur Verfügung haben. Das heißt also, da wisst ihr dann auch mal Bescheid, die Uhr ist nicht maximal aufgeladen, wir sind hier 73%. Und dabei bekommt ihr natürlich einmal hier angezeigt, wie schnell ihr dann auftaucht. Da gibt es dann auch Warnhinweise, wenn es zu schnell ist. Ihr seht dann die Tauchtiefe, dann den PO2-Wert ist ebenfalls mit dabei.
und Zeit unter Wasser. Und nun könnt ihr mit der Krone rechts oben hier auch durch die Datenfelder durchscrollen. Hier zum Beispiel wird uns dann hier ein weiterer Wert, den TTS-Wert angezeigt. Und als nächstes bekommen wir dann auch den GF-Wert nochmal zur Übersicht. Als natürlich dann auch hier ein Überblick der Tiefe im Durchschnitt. Und es gibt natürlich auch hier, wenn wir weitergehen, einmal die Wassertemperatur und natürlich dann auch einen Kompass. Die Besonderheit des Kompasses ist dann, wenn du zum Beispiel rechts oben auf die Krone drauf drückst, dann wird hier ein gelber Punkt generiert. Und wenn ich jetzt einfach hier mich mal drehe, kann man sehen, wenn ihr dann wegtaucht von dem gelben Punkt, bekommt ihr einmal 2 Pfeile angezeigt, dass ihr jetzt hier von dem Punkt weg seid. Und wenn wir zum Punkt zurückgehen, sehen wir hier, sind wir wieder da, zurück zu unserem Standort. Und so geht es natürlich auch in die andere Richtung. Und da habt ihr immer die Möglichkeit, hier das Ganze zu nutzen. Wenn wir rechts oben wieder auf die Krone drauf drücken, dann ist der gelbe Punkt dann auch hier weg. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist dann noch eine Stoppuhr. Falls du jetzt dann irgendwas dann stoppen möchtest, das ist natürlich dann auch mit möglich. Wir haben ja gerade die Benachrichtigung gesehen und da kommt ihr ganz einfach rein, wenn ihr links oben hier drauf drückt. Da sehen wir dann einmal hier die Möglichkeit, Gas zu wechseln. Also seht, die Steuerung erfolgt hier komplett über die Tasten. Druckpunkte sind auch wirklich sehr gut. Wir sehen auch hier, ihr könnt hier durchschalten, das ist so ein Durchschaltmenü. Da drücken wir jetzt einfach drauf und dann kommen wir zum Beispiel jetzt auch hier in die Kommunikation, was wir gerade gesehen haben. Hier unten ist die Bestätigungstaste und dann sehen wir hier zum Beispiel Nachrichten senden, Emoji kann man hier senden oder SOS. Oder ihr könnt einen Nachrichtenverlauf anschauen. Das heißt also, da habt ihr auch die Möglichkeit, hier dann nochmal die Nachrichten zu senden, die wir gerade eben schon gesehen haben. Und wenn wir die Aktivität beenden, werden wir auch nochmal gefragt, ob wir es dann wirklich wollen. Wir sehen auch hier kein Tauchprotokoll. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt nicht tauchen war. Das heißt also, das wird dann auch protokolliert. Und jetzt gehen wir dann wieder raus und so habt ihr eine kleine Übersicht bekommen, welche Tauchfunktionen hier auf der Huawei Watch Ultimate 2 zur Verfügung stehen. Solltest du schon mal mit der Huawei Watch Ultimate 1 oder 2 getaucht sein, schreib es mir gerne in die Kommentare, kannst gerne deine Erfahrung mal wiedergeben. Das würde mich an dieser Stelle wirklich sehr interessieren. Was die Fitnessfunktion der Huawei Watch Ultimate 2 angeht, bekommt ihr natürlich auch hier die Möglichkeit, wieder eure Aktivitätsringe zu füllen. Das heißt also über die Schritte, Aktivzeit, als auch verbrannte Kilokalorien. Das wird natürlich dann auch getrackt, wie wir es schon von den anderen Uhren kennen. Ebenfalls werden auch die Stockwerke ermittelt, in diesem Fall aber dann hier mit den gestiegenen Metern. Und so habt ihr es dann auch hier nochmal mit im Überblick. Aber generell muss ich sagen, dass die Aktivkalorien etwas höher ausfallen als bei meinen anderen Uhren. Generell hast du auch die Möglichkeit, auf die Uhr selbst dann auch Kalorien zu tracken. Ich persönlich nutze es nicht, aber die Option besteht und hier werden Aktiv- und Passivkalorien berücksichtigt. Könnt ihr eure Mahlzeiten hinterlegen und habt das so ein bisschen im Überblick, falls ihr zum Beispiel abnehmen wollt oder euer Gewicht halten. Und wie es sich für eine Sport- und Fitnessuhr gehört, gibt es natürlich dann auch das Schlaftracking. Hier seht ihr einmal einen Schlafwert und natürlich eine Sternebewertung, ob der Schlaf gut oder schlecht war. Es gibt dann einen Überblick über die Schlafphasen. Die habt ihr dann auch nochmal im Detail aufgezeigt. Darüber hinaus wird dann auch die durchschnittliche Herzfrequenz ermittelt. Die sehen wir jetzt hier mit einem Vergleichswert, der für euch individuell bestimmt wird. Und ihr bekommt auch eine Übersicht der Blutsauerstoffwerte als auch der Atemfrequenz. Wir sehen hier sogar, dauert es noch einen Tag, bis der Wert ermittelt wird. Das dauert so etwa 3-4 Tage. Dann habt ihr dann auch hier die Vergleichswerte. Und natürlich kann die Huawei Watch Ultimate 2 dann auch Nickerchen erkennen und das hat sie bei mir auch zuverlässig gemacht. Generell muss ich sagen, die Schlaferkennung der Uhr funktioniert wirklich sehr gut. Sowohl die Einschlafphasen als auch Aufwachphasen werden sehr gut erkannt. Ich habe da keine großen Abweichungen feststellen können. Neben dem Schlaf gibt es dann auch die Stressmessung. Besser gesagt, Huawei nennt es ja mittlerweile die emotionale Wohlbefindung oder emotionale Wohlbefinden. Und hier wird es dann in 3 Kategoriestufen eingeteilt, was dann für dich hier sagen soll, okay, hier war es sehr stressig oder auch nicht. Es gibt aber die Stressmessung selbst auch noch, das heißt also, hier hast du auch einen Überblick und da sehen wir eigentlich auch schon das kleine Problem. Es ist keine durchgehende Messung, das heißt also, ich habe ja auch Unterbrechungen, obwohl ich die Uhr jetzt hier den ganzen Tag ruhig getragen habe. Ich war jetzt im Büro unterwegs und könnt trotzdem sehen, dass hier leider Unterbrechungen stattfinden. Wie auch schon die Huawei Watch 5 bietet uns die Huawei Watch Ultimate 2 hier den neuen X-Tab-Sensor an. Das heißt also, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier unseren Finger drauf zu legen, um hier auch Daten zu messen. Und so gibt es auch wie bei der Huawei Watch 5 den sogenannten Health Glance Report. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf die Taste drauf drücke, sehen wir auch schon, geht hier ein Countdown runter und dann wird hier ein Test gestartet. Der macht hier 10 verschiedene Tests, sei es jetzt zum Beispiel EKG, was auch die Uhr unterstützt, als auch Atemmessung bzw. Husten wird da ermittelt und dann bekommst du hier auch direkt eine Auswertung angezeigt, ob bei dir soweit alles in Ordnung ist. Und dabei habt ihr dann auch die Möglichkeit, die Tests im Nachgang nochmal anzuschauen. Jetzt gehen wir hier drauf, wir sehen hier 10 Tests wurden durchgeführt, keine Auffälligkeiten. Von den 10 Tests waren 9 erfolgreich. Dann sehen wir auch schon alle Möglichkeiten, die die Uhr hier bietet. Zu einem habt ihr natürlich dann die Herzfrequenz im Durchschnitt. Die Herzfrequenzvariabilität kann die Uhr messen, aber auch die Blutsauerstoffwerte und die Temperatur.
Die Stressmessung wird durchgeführt, das emotionale Wohlbefinden, aber natürlich dann auch die EKG-Messung. Und das sind auch alle Tests, die könnt ihr auch einzeln durchführen. Das bedeutet, EKG geht dann auch ohne diesen Health Glance Report, sondern direkt. Als auch die Möglichkeit, die arterielle Steifigkeit zu ermitteln. Das ist auch möglich, sehen wir hier zum Beispiel, alles im Normalbereich. Atmungstest ist mit dabei und so habt ihr das dann alles auf einen Blick. Und wie gesagt, es gibt die Tests dann auch einzeln. Wir können uns einfach mal schauen, wir sind hier unten im Menü, wird zum Beispiel EKG angezeigt. Die arterielle Steifigkeit ist ebenfalls mit dabei. Und da ist dann auch, wie gesagt, die Option, das einzeln durchzuführen, falls sich jetzt ein Wert hier speziell interessiert. Eine weitere interessante Sache ist dann auch der Gesundheitsüberblick. Diesen haben wir schon auf anderen Huawei Watch Uhren auch gesehen. So bekommen wir diese nun auch hier auf der Ultimate 2. Hier seht ihr nämlich dann die Änderungen, beziehungsweise für euch individuell angepasste Änderungen. Hier wird zum Beispiel bei mir der Schlaf analysiert, dass dieser sich verbessert hat. Oder dann zum Beispiel auch hier meine verbrauchten Kilokalorien oder Aktivkalorien ist momentan sinkend. Aber es gibt dann auch weitere Daten der App. Das heißt also, auch hier werden Trends aufgezeigt. Es wird noch ein bisschen besser analysiert. Und so hast du es dann im Überblick, beziehungsweise siehst dann auch deine Entwicklung. Und zu guter Letzt unterstützt die Huawei Watch Ultimate 2 dann auch eine Pulswellenanalyse. Das heißt also, hier bekommst du auch Warnung bei Auffälligkeiten. Du kannst sie natürlich dann auch für weitere Sportaktivitäten neben dem Tauchen nutzen. Und so gibt es natürlich auch weitere Daten bzw. Widgets, die euch bei der Analyse helfen. Zu einmal bekommt ihr euren Laufindex angezeigt, wie gut oder schlecht ihr seid im Vergleich zu anderen Nutzern. Als natürlich auch einen Überblick über euren Trainingsload bzw. Trainingsbelastung. Wir sehen es hier, ich bin momentan in etwas leichteren Bereich. Wir müssen ein bisschen mehr machen, um hier im optimalen Bereich zu kommen, im grünen und gelben Bereich. Als natürlich auch einen Trainingsindex, also das heißt also, wie erholt seid ihr, wie ist eure Fitness. Da sehen wir jetzt hier momentan einen ausgewogenen Trend, aber natürlich dann auch die Erholung. Das heißt also, hier wird dann auch die Erholungszeit angegeben, als auch ein Überblick über die VO2 Max und die trifft bei mir hier sehr gut zu. Ich habe in meiner Garmin-Uhr mit anderen Uhren jetzt hier 44, hier sind es jetzt 43. Und es gibt natürlich auch eine Laufanalyse für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Marathon und Halbmarathon. Als zu guter Letzt bekommen wir auch hier den neuen FTP-Wert. Der wurde mit der GT6 und GT6 Pro vorgestellt. Haben jetzt auch hier auf der Ultimate 2 einmal Watt pro Kilo und natürlich dann auch hier euren generellen Wattwert. Was das Aktivitätstracking selbst angeht, unterstützt die Huawei Watch Ultimate 2 natürlich alles Mögliche, was Huawei hier zu bieten hat. Also natürlich Laufen, Traillaufen, Gehen, Indoor, Outdoor, aber auch Schwimmen und Wandern ist mit dabei. Oder wenn du Wintersport machst, geht es auch Skifahren, Langlauf oder auch Triathlon ist möglich. Und solltest du gerne ins Fitnessstudio gehen, gibt es natürlich auch die Option, ein Krafttraining durchzuführen, beziehungsweise Tanzen ist auch eine Option, die du mit der Huawei Watch Ultimate 2 aufzeichnen kannst. Wie schon auch beim FTP-Wert unterstützt die Huawei Watch Ultimate 2, wie auch schon die GT6 als auch GT6 Pro, den virtuellen Leistungsmesser. Besser gesagt, du kannst dein Rad hinterlegen mit Gewicht und dann werden hier während deiner Radfahrt dann hier anhand deiner Geschwindigkeit und GPS-Werte ein Leistungswert errechnet bzw. hochgerechnet. Das funktioniert dann auch ohne angeschlossenen Leistungsmesser. Einziger Nachteil, ich habe sehr oft Nullwerte, obwohl ich Rad fahre und auch die Werte fallen etwas geringer aus als jetzt hier zum Beispiel beim richtigen Leistungsmesser. Da muss Huawei auf jeden Fall noch nacharbeiten. Das ist auf jeden Fall noch nicht optimal, aber es ist einer der wenigen Hersteller, der das direkt auf der Uhr anbietet. Wenn wir dann einen kurzen Blick auf die Trainingsmöglichkeiten der Huawei Watch Ultimate 2 werfen, so hast du natürlich einmal die Möglichkeit nach Zielen zu trainieren, sei es jetzt Zeit, Kalorien oder Distanz. Du kannst auch gegen einen virtuellen Gegner antreten, das heißt also hier gibt es einfach eine Pace an, das hast du dann direkt im Überblick auf deinem Datenfeld. Und es gibt natürlich auch Trainingspläne in der Huawei Health App selbst, hier fürs Laufen. Oder du kannst auch vorgefertigte Trainings auf die Uhr verwenden, die ebenfalls schon vorab installiert sind. Zu guter Letzt gibt es dann zum Beispiel auch noch eine Anleitung zum Rennen. Das heißt also, ihr kannst zum Beispiel Marathon auswählen und die Zielzeit, die du erreichen willst. Und die Uhr hilft dabei, dann diese Zielzeit zu erreichen. Eine weitere Besonderheit der Huawei Watch Ultimate 2 ist dann auch der sogenannte Expeditionsmodus. Das heißt also, hier gibt es einen speziellen Modus, der nochmal für längere Laufzeiten für Aktivitätstracking zur Verfügung steht. Ihr könnt diesen auch einstellen. Zum Beispiel habt ihr die Möglichkeit hier zu sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel nur alle 30 Minuten eine Ortung durchführen, also ein GPS-Signal aufzeichnen. Oder dann zum Beispiel, dieses Display wird nur aktiviert, wenn man die Hand hebt, beziehungsweise hier die Gestensteuerung macht. Ihr könnt auch eine Unwetterwarnung nutzen oder ihr könnt auch mit Routennavigation durchführen. Das ist hier möglich. Und wenn wir dann in eine Aktivität hineingehen, sehen wir auch hier, wir bekommen eine andere Übersicht, als wir es normalerweise gewohnt sind. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, im Expeditionsmodus manuell einen Punkt zu setzen, einen GPS-Punkt, falls ihr es dann früher machen möchtet. Ihr seht dann auch eine Übersicht hier, zum Beispiel Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist mit dabei. Und generell, wie gesagt, die Anordnung ist etwas anders
als wir es hier bei den normalen Aktivitäten kennen. Ich bin jetzt momentan im Keller, deswegen haben wir jetzt hier gerade keine Karte. Aber so habt ihr auch die Karte mit dabei. Barometer als auch Blutsauerstoffwertmessung ist ebenfalls als Möglichkeit vorhanden. Wie auch schon andere Huawei-Uhren hast du nun auch die Option, mit der Huawei Ultimate 2 euch navigieren zu lassen. Dabei kannst du zum Beispiel über Komoot Routen planen und diese hier auf die Huawei Health App importieren oder weitere GPX-Dateien von anderen Herstellern kannst du ebenfalls auf die Uhr übertragen. Es gibt leider keinen eigenen Routenplaner, das ist leider nicht möglich. Und wenn du dich navigieren lässt, bekommst du dann auch hier Sprachansagen, dass du zum Beispiel links oder rechts abbiegen musst. Einziger Nachteil, diese Sprachansagen sind hier auf Englisch und nicht auf Deutsch. Die Huawei Ultimate 2 bietet euch auch die Möglichkeit, hier Offline-Karten mitzunehmen, besser gesagt topografische Offline-Karten. Hier sind auch Points of Interest hinterlegt, Gewässer, Schienen oder auch Straßen. Und da muss man aber leider sagen, es sind Petal Maps Karten, das heißt also, sie basieren hier auf TomTom-Karten. Es ist zwar das Straßennetz wirklich sehr gut hinterlegt, in der Stadt zum Beispiel, aber sobald du hier im Wald rausgehst oder auf Fahrradwegen, kann es hier und da sein, dass du die Wege nicht angezeigt bekommst. Solltest du aber eine Route planen, wird die geplante Route angezeigt, auch wenn der Weg nicht da ist. Aber die Karten eignen sich auf jeden Fall nicht, um hier querfeldein sich einfach mal über die Karten navigieren zu lassen, ohne dass du eine Route geplant hast. Das ist auf jeden Fall hier leider nicht möglich und ist auf jeden Fall ein Mangel, den wir auch schon auf anderen Huawei-Uhren hier gesehen haben. Und wenn wir dann schon beim Navigieren sind, werfen wir einen kurzen Blick auf die GPS-Messung. Die Huawei Ultimate 2 bietet euch hier das L1 und L5 Band an, also das beste GPS, was wir auf dem Markt bekommen können. Und das macht die Uhr auch wirklich sehr gut. Ich konnte keinerlei Abweichung feststellen, das heißt also, die Tracks wurden immer sehr gut aufgezeichnet. Einziger Nachteil, die Huawei-Uhren messen dann hier und da doch mal etwas mehr Strecke, gerade wenn das Gelände etwas schwieriger wird, sei es im Wald oder zwischen Häusern. Das heißt also, wenn du 10 Kilometer laufen gehst, kann schon mal passieren, dass du 10 Kilometer und 100 Meter hast, anstatt 10 Kilometer. Aber das Phänomen hatte ich auch schon bei anderen Huawei-Uhren und das setzt sich hier bei der Ultimate 2 weiter fort. Zuletzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Herzfrequenzmessung. Die Huawei Watch Ultimate 2 bietet uns einen optischen Herzfrequenzsensor an. Ich habe diesen zum Beispiel jetzt mal beim Laufen getestet. Man kann ganz gut sehen, im Vergleich zu einem Brustgurt braucht der Sensor einen kleinen Moment, bis er die Daten erfasst. Bei meinem ersten Lauf hat der Sensor auch wirklich eine sehr gute Leistung gebracht. Aber bei meinem zweiten Lauf hatte ich dann hier und da schon ein paar Abweichungen gehabt. Ganz am Anfang, auch hier die Erkennung hat etwas gedauert. Und ab Minute 20 bis Minute 32 hat es hier gegenüber einem Brustgurt nicht so ganz optimal gepasst. Ebenfalls habe ich dann auch eine Gravel-Radfahrt gemacht und auch hier hat die Huawei Watch Ultimate 2 seine Probleme gehabt, sobald es hier auf Erschütterung oder schotteriges Gebiet gekommen ist. Hier kann man ganz gut sehen, ab Minute 27, Minute 42 oder Minute 57, dass es hier deutliche Ausreißer gegenüber eines Brustgurtes gibt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn man hier am Schotter fährt, kommen halt sehr viele Schläge vom Lenker und das kann hier zu Fehlmessungen führen und das hat die Ultimate 2 hier leider nicht so gut hinbekommen, wie es zum Beispiel andere Uhren hinbekommen. Anders sieht es dann aber beim Krafttraining aus. Hier hat die Huawei Watch Ultimate 2 wirklich sehr gut performt. Man kann ganz gut sehen, dass gegenüber eines Brustgurtes hier die Werte wirklich sehr gut erkannt werden. Das heißt also, sowohl die Tiefphasen als auch die Spitzen der Herzfrequenzmessung hat die Uhr hier wirklich sehr gut wiedergegeben. Ein weiterer spannender Aspekt ist dann noch die Akkulaufzeit und da hängt es auch stark davon ab, ob du es jetzt mit einem Android-Handy nutzt oder mit einem iOS-Gerät. Wenn du die Uhr mit Android verbunden hast, dann hat die Uhr auch die Möglichkeit, bis zu 4,5 Tage im normalen, typischen Modus zu nutzen. Das heißt also, wenn du ganz normal im Smartwatch-Betrieb Schlafaufzeichnung machst, Herzfrequenzmessung, Blutsauerstoffmessung, alles was dabei ist, solltest du Always-On-Display einschalten, sind auch nur bis zu 3 Tage möglich. Anders sieht es dann bei iOS aus. Hier ist dann im ausgeschalteten Always-On-Modus im normalen täglichen Betrieb eine Laufzeit von bis zu 3,5 Tage möglich. Im Always-On-Modus sind es dann 2,5 Tage. Und das deckt sich dann auch so ein bisschen mit meinen eigenen Tests. Ich habe die Uhr jetzt hier auf dem iPhone 16 getestet und da kam ich auf einen Akkuverbrauch im normalen Smartwatch-Betrieb von 1,68% pro Stunde. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 2,4 Tagen. Also so kommen wir auf die 2,5 Tage im Always-On-Modus. Ganz interessant ist dann auch noch das Aktivitätstracking. Auch das habe ich hier im Always-On-Modus durchgeführt. Da kam ich dann bei einem Lauf hier auf einen normalen Verbrauch von 8,5% pro Stunde. Da ist aber jetzt nichts gelaufen, sondern nur die Aktivität selbst. Das entspricht zu einer Laufzeit von maximal 12 Stunden. Anders sieht es dann mit Navigation aus, wo dann auch Sprachansagen kommen und Abbiegehinweise. Da ist der Akkuverbrauch im Always-On-Modus deutlich höher. Der war dann bei 12,75% pro Stunde. Das heißt also, hier wären so knapp 7,8 bis 8 Stunden Laufzeit mit der Uhr dann möglich gewesen. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Huawei Watch Ultimate 2. Generell muss man sagen, die Uhr ist mit 899 € im UVP jetzt keine günstige Uhr,
aber mit den Funktionen und mit den Materialien, die sie verarbeitet ist, ist im Vergleich zum Mitbewerber auch schon wieder deutlich günstiger. Wenn man zum Beispiel eine Phoenix 8 nimmt, die schon über 1000 Euro kostet und ähnliche Funktionen hat, ist dann auf jeden Fall ein kleiner Unterschied oder ein großer Unterschied. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich brauche zum Beispiel Tauchfunktion nicht und ich möchte gerne eine Alternative haben, dann wäre zum Beispiel die Huawei Watch GT6 Pro eine Alternative. Die bietet ja auch den virtuellen Leistungsmesser und auch alle Sportfunktionen, die auch so die Ultimate 2 hat. Sie hat zwar jetzt hier diesen Sensor an der Seite nicht, aber ich würde den jetzt auch nicht überbewerten. Ist ein tolles Gimmick. Nichtsdestotrotz, auch die Huawei Watch GT6 Pro bietet hier einen sehr guten Funktionsumfang. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du von der Huawei Watch Ultimate 2 hältst. Ist es eine Uhr für dich, die du kaufen würdest? Oder würdest du auf die erste Generation gehen oder auf eine andere Uhr? Schreib es mir gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Huawei sehen möchtest, ich habe auch mal die GT6 Pro getestet, das verlinke ich dir oben mal. Beziehungsweise ich habe auch eine Playlist rund um Huawei, da habe ich noch weitere Uhren getestet, da kannst du noch reinschauen, was es da sonst noch alles gibt. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.